many of you are familiar with the armor of God? Wie viele von euch sind vertraut mit der Waffenrüstung Gottes? A few of you. Okay. Ein paar von euch. Okay. Now, how many of you have been taught about the armor of God? Wie viele von euch wurden schon belehrt über die Waffenrüstung Gottes? I'm going to teach it to you completely different from anything you've ever heard. Ich werde ganz anders darüber lehren, als alles, was ihr bisher darüber mitgekriegt habt. Typically, when we think of the armor of God, this is what we think of, isn't it? Wenn wir normalerweise an die Waffenrüstung Gottes denken, dann haben wir solch ein Bild vor Augen, oder? In 2 Corinthians 10:4, In 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4, it says the weapons of our warfare are not carnal. da heißt es, dass die Waffen unserer Kriegsführung nicht fleischlich sind. So why do we keep having carnal weapons when we describe the armor of God? Also, wieso haben wir jetzt solche fleischlichen Waffenbilder vor Augen, wenn wir die Waffenrüstung Gottes beschreiben? And we wonder why Christians are always fighting each other. Und wir fragen uns, warum die Christen einander ständig bekämpfen. My armor is stronger than your armor. Meine Waffen sind stärker als deine Waffen. So let's rethink the armor of God. Lasst uns also diese Waffenrüstung Gottes neu durchdenken. In Numbers 31:3, In 4. Mose 31, Vers 3, Moses is speaking to the people and he says, arm the men for war. da spricht Mose zu dem Volk und er sagt, bewaffnet mir die Leute für den Kampf. Remember when Balaam told the Midianites to go in and the women laid with the men and caused Israel to sin? Erinnert ihr euch, wie Bileam die Israeliten zur Sünde verführte und sagte, hey, schickt die Leute rein, die Midianiter, schickt die Frauen rein und verführt Israel zur Sünde. So the Lord said, I want you to execute the Lord's vengeance on Midian. Und nun sagt der Herr, ich möchte, dass du die Rache des Herrn über Midian ausübst. They had to send 1,000 from every tribe to the war. Sie mussten 1000 aus jedem Stamm in den Krieg schicken. It says Moses sent them to the war. Also die Vergeltung des Herrn ist besser. Und da heißt es, Mose sandte sie in den Krieg With Phinehas, the son of Eleazar, the priest. zusammen mit Pinjas, den Sohn von Eliezer, dem Priester. So here we see a priest who's anointed for battle. Hier sehen wir jetzt einen Priester, der für den Krieg gesalbt ist. In Exodus 28, verse 2 and 3, Denn in 2. Mose 28, Vers 2 und 3, it talks about the holy garments for the priest, how they were to be for glory and beauty. da ist die Rede von dem heiligen Gewand der hohen Priester, wie sie für Gottes Herrlichkeit und Schönheit standen. The Hebrew word for holy garments Das hebräische Wort für heilige Gewänder ist also means the garments of the temple. bedeutet auch Gewänder des Tempels. This shows that the garments were, when they had the garments on, they were in the divine service. They were in service for God. Das drückt aus, dass wenn sie diese heiligen Gewänder anhatten, sie sich im heiligen Dienst im Tempel befanden. So let's look at life in the tabernacle and in the temple. Lass uns also das Leben der Stiftshütte und im Tempel anschauen. Because they were for glory and beauty, Weil diese Gewänder für Herrlichkeit und für Schönheit waren, if their garments were ever soiled or stained or ripped, they could not do their priestly service with those kind of garments. heißt es, wenn ihre Gewänder dreckig wurden oder wenn da ein Riss drin war oder sonst irgendwie ein Schaden, dann durften sie den priesterlichen Dienst nicht ausüben. Now, the garments could be washed, but if they were ever stained to where the stains couldn't come out, they could not wear them anymore. Man konnte die Gewänder waschen, aber wenn dann Flecken drin war, die man nicht mehr rausgekriegt hat, durfte man die Gewänder nicht mehr verwenden. So what happened to the garments when they couldn't be worn anymore? Was passierte mit den Gewändern, wenn man sie nicht mehr tragen konnte? The tunics, the long parts, were cut into strips for wicks for the menorah. Die Tunika, dieses lange Gewand, wurde in Streifen zerschnitten, damit man sie verwenden konnte als Faser für die Menora. The linen belts, the linen pants were used for wicks for the oil lamps. Und als der
leinene Gürtel und die leinenen Schuhe wurden als Docht für die Öllampen verwendet. During the Feast of Sukkot. Während des Festes von Tabernakel, Now, when the high priest, Laubhüttenfest. his garments were never cut up, they were just set aside. Aber das Gewand des Hohenpriesters wurde nie zerschnitten, es wurde nur zur Seite getan. So we see in the tabernacle and in the temple, they could not wear dirty garments. Wir sehen also, dass man weder in der Stiftshütte noch im Tempel dreckige Gewänder tragen durfte. And what do we find in the book of Revelation, chapter 3, verse 4? Und was finden wir im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 4? It talks about Sardis, and it says there are few that have not defiled their garments, and they will walk in white. Hier ist die Rede von der Gemeinde in Sardes. Und das sind einige von euch, wenige, die ihre Gewänder nicht befleckt haben. Und sie werden in weiß gekleidet werden. How do we stain our garments? How do garments get stained? Wie beflecken wir unsere Gewänder? In Jude 1:23, Judas 1, Vers 23. it talks about others whose garment has been spotted by the flesh. Da ist die Rede von anderen, deren Gewänder durch das Fleisch befleckt wurde. So we need to not walk in the flesh, but in the spirit. Das heißt, wir dürfen nicht im Fleisch wandeln, wir müssen im Geist wandeln. Another aspect of being for glory and beauty Ein anderer Aspekt davon, für die Herrlichkeit und Schönheit zu sein. there were thousands of priests, Es gab tausende Priester, but everyone's garments were made to order. aber eines jeden Gewänder wurden nur auf Bestellung hergestellt. They had to fit them perfectly. Sie mussten ihnen perfekt passen. It was forbidden for the pants to be too long or too short. Es war verboten, dass die Hosen zu lang oder zu kurz waren. They were all tailored to them exactly. Sie waren in allem Maß geschneidert. So can you imagine the tremendous workforce needed to produce the garments for all the different shapes and sizes? Könnt ihr euch die gewaltige Arbeitskraft vorstellen, die gebraucht wurde, all die Gewänder in den richtigen Größen und Formen zu schneidern? As a matter of fact, I don't know if you knew this, but there were so many priests that were on duty in the temple, no priest could ever offer the daily incense more than once in his entire life. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, es gab so viele Priester in dem Tempel, dass kein Priester mehr als einmal in seinem ganzen Leben dazu kam, den Brandopferaltar, das Räucherwerk dort zu opfern. I mean, think about it. If the incense was offered twice a day times 365 days, that's like almost 750. Jetzt stellt euch vor, wenn dieses Räucheropfer zweimal am Tag gebracht wurde, mal 365 sind wir schon bei 750. But there were like 30, 40, 50,000 priests. Und da gab es 30, 40.000 Priester. So you might not be able to offer it even once your entire ministry of service for 30 years. Es kann sein, dass du gar nicht dazu kommst während deines ganzen Dienstes, dein ganzes Leben lang. This is why in Luke 1:9, Deshalb wird in Lukas 1, Vers 9, remember Zacharias, John the Baptist's dad, he drew the lot to draw incense. hört ihr, dass Zacharias das loszog, dass er am Räucheraltar den Weihrauch opfern durfte? Everything was by lottery. Alles wurde durch dieses Los bestimmt. And so their name would always be in the lottery for some of the other things, but when it came to offering incense, you could only do it once in your life. Also ihr Name war ständig dort in der Lostrommel für andere Dienste, aber wenn es um den Räucheraltar ging, hat man nur einmal im Leben das losgezogen. For example, one person's job, he gets to be the one to kill the sacrifice. Another one gets to be the one to cut it up. Another one gets to be the one to carry the pieces to the altar. Everything was broken up into jobs. Zum Beispiel, jemand sollte das Opfertier schlachten, jemand sollte es in Stücke schneiden, jemand anderes sollte die Stücke zu dem Altar bringen. Jeder kleine Job, jede Aufgabe war in kleine Jobs aufgeteilt. Have any of you ever had any unanswered prayer? Hatte jemand von euch schon mal ein nicht beantwortetes Gebet? Did you ever wonder where's God in all this? Habt ihr euch schon gefragt, wo ist denn Gott in dieser ganzen Geschichte? Remember, it says Zacharias was very old. Stellt euch vor, oder denkt dran, Zacharias war sehr alt. He had probably been praying to win the lottery his entire 30-year career. Er hat wahrscheinlich sein ganzes Leben lang darum gebetet, in diese Lostrommel gezogen zu werden.
may have been gotten mad at God or feeling depressed when God was saving him for the greatest honor ever. Er war vielleicht deprimiert oder zornig auf Gott, wo Gott ihn aufbewahrt hat für die größte Ehre, die er ihm je geben konnte. So realize oftentimes the answer isn't no to your prayer, is have patience. Also erinnert euch dran, dass sehr oft die Antwort Nein zu eurem Gebet heißt, hab jetzt noch Geduld. Now, we're going to see that these garments are essential in order for the priest to function in their duty. Also wir haben gesehen, dass diese Gewänder ganz wesentlich für die Priester waren, dass sie ihre Pflicht erfüllen konnten. If the priests were not wearing them, then any of their service would have no validity. Wenn die Priester sie nicht tragen würden, hätte, egal welchen Dienst sie tun würden, es keinen Wert. So they would come in their own garments, but then they would have to put on the holy garments. Also sie kamen in ihre eigenen Gewänder in den Tempel, aber dann mussten sie die heiligen Gewänder anziehen. When they were done, they would take off their garments and put on their garments, their normal garments, to go home. Wenn sie damit fertig waren, haben sie die priesterlichen, die heiligen Gewänder abgelegt und sind in ihrem eigenen Gewändern nach Hause gegangen. If a priest tried to minister without the holy garments on, he was considered a stranger. Wenn ein Priester versuchte, seinen Dienst zu tun ohne die heiligen Gewänder, dann sah man ihn wie ein Fremdling an. So what gives the garment such great significance? Was gibt diesen Gewändern eine solch große Bedeutung? In Ezekiel 44:19, In Ezekiel 44, Vers 19, and this is speaking about the millennial reign when Yeshua is here. und hier ist die Rede von dem Regen in dem tausendjährigen Reich, wenn Jeschua hier auf der Erde ist. It talks about when the priests go into the outer court, they have to take off their garments which they have ministered in. Sie redet davon, wenn der Priester in den äußeren Vorwurf geht, dann muss er seine Gewänder, in denen er gedient hat, ausziehen. And it says, and then they are to put on their own garments, Und dann müssen sie ihre eigenen Gewänder anlegen, because they are not to sanctify the people with their garments. denn sie sollen die Menschen nicht in ihren Gewändern heiligen. So their garments literally would sanctify other people. Denn ihre Gewänder würden sonst buchstäblich andere Menschen heiligen. Now with that in mind, let's look at Matthew chapter 22, verse 9 through 12. Mit das im Hintergrund, lasst uns Matthäus 22, Vers 9 bis 12 lesen. It talks about going into the highways, and as many as you find, bid them to come to the marriage. Und hier ist die Rede davon, geht auf die Straßen, an den Kreuzungen, egal wen ihr findet, ladet sie ein zum Hochzeitsmahl. How many of you want to be at the wedding of the Messiah? Wie viele von euch möchten gerne bei der Hochzeit des Messias dabei sein? All right. Do you want to be there as the guest or the bride? Möchtet ihr dort als Gast oder als Braut dabei sein? Okay, you want to be at the wedding, right? Ihr wollt bei dieser Hochzeit dabei sein. And listen to what it says. And this is also an important side point. Und jetzt hört euch das an, was es heißt. Und das ist ein wichtiger Nebenpunkt. It says, so the servants went out into the highways, gathered together as many as they found, both the bad and the good. Die Diener gingen raus an die Straßenecken, an die Kreuzungen und sie haben alle hineingerufen, die Guten und die Bösen. So we're supposed to grab the bad and the good and let the Lord clean them. Wir sollen die Guten und die Bösen nehmen und reinrufen und der Herr wird sie reinigen. But it says the wedding was furnished with guests, Aber jetzt heißt es, die ganze Hochzeit war voller Gäste. and the king came in to see all the guests. Der König kam herein und wollte alle Gäste sich begrüßen und anschauen. Now, don't you think, how many of you have sent out invitations to a wedding? Wie viele von euch haben schon mal Einladungen zu einer Hochzeit ausgesandt? So don't you know if someone's there you didn't invite? Wisst ihr nicht, wenn da jemand da ist, den ihr nicht eingeladen habt? You personally sent out the invitations. Ihr habt doch persönlich die Einladungen weggeschickt. So here's the king, and everyone's in line to shake the king's hand. Hier ist der König und jeder stand an, um dem König die Hand zu schütteln. And the king at the wedding is looking everyone in the eye, shaking their hand. Und der König der Hochzeit schaut jedem in die Augen All und of, schüttelt die a, Hände. and all of a sudden it says, the king came in to see the guests, and he saw a man who did not have on a wedding garment. Und dann kam der König herein und sah die ganzen Gäste und sah einen, der hatte kein Hochzeitsgewand an.
Just like the priestly garments, they were trying to be at a service and they didn't have on the right garments. Das ist wie mit den heiligen priesterlichen Gewändern. Sie haben versucht, bei einem Gottesdienst mitzuwirken und sie hatten nicht die richtigen Gewänder an. And he said to him, "Friend, how come you came in here not having on a wedding garment?" Und er kam rein und fragte, Freund, wie konntest du hier hereinkommen ohne ein Hochzeitsgewand an? And the guest was speechless. Und der Gast war sprachlos. One of the interesting things, Eine der interessanten Dinge, the king, knowing there would be rich and poor coming to his wedding, he provided garments for everyone so there would not be people with poor, tattered clothes coming. der König wusste, er hat Arme und Reiche eingeladen. Folglich hat er Hochzeitskleider für jeden zur Verfügung gestellt, weil er nicht wollte, dass Leute mit abgerissenen Kleidern zu der Hochzeit kamen. But here this one is trying to come in his own righteousness, in his own garments, rather than in the king's garments. Aber dieser versucht in seiner eigenen Gerechtigkeit, in seinen eigenen Gewändern zu kommen, statt in den Gewändern des Königs, die er bereitgestellt hat. This parable in Matthew comes from the book of Zephaniah. Dieses Gleichnis in Matthäus kommt aus dem Buch Zephania. We see in Zephaniah 1, 6 through 8, Zephania 1, Vers 6 bis 8. it says, "There are them that have turned back from the Lord. They've not sought the Lord, nor inquired for him. Es gibt diejenigen, die weg von dem Herrn gegangen sind, die den Herrn nicht gesucht haben, noch ihn befragten. Hold your peace at the presence of the Lord, for the day of the Lord is at hand. Haltet euren Frieden vor dem Herrn, denn sein Tag ist nahe. For the Lord prepared a sacrifice, and he's bid his guests to come. Denn der Herr hat ein Opfer gebracht und er hat seine Gäste gebeten zu kommen. And it will come to pass in the day of the Lord's sacrifice, Und es wird geschehen an dem Tag des Opfers des Herrn, that I will punish the princes and the king's children that are clothed with strange apparel." dass ich die Priester und die Kinder der Könige strafen werde, die in einem falschen Gewand erscheinen. So this is referring to the Ein king's Fremdengewand. kids. These are the king's kids Hier wird von den Königskindern gesprochen. that will be punished because they come in strange apparel. Die Königskinder werden bestraft, weil sie in einem fremden Gewand erscheinen. So this is referring to believers who are not wearing the clothing of the priesthood. Das bezieht sich auf Gläubige, die nicht diese Kleider der Priesterschaft tragen, But their own clothing, sondern ihre eigene Gewand. which means they're not following God's instructions, Das heißt, sie folgen nicht Gottes Instruktionen or else they're trying to come in wearing someone else's garments, oder sie kommen rein, versuchen jemandes anderes Gewänder zu tragen and they don't fit. und es passt nicht wirklich. Remember, they all had to fit perfectly. Versteht ihr nicht? Es muss alles perfekt passen. You may be able to fool other believers about your walk, but you're not going to fool Yeshua. Ihr könnt vielleicht andere an der Nase herumführen, was euren Wandel mit dem Herrn angeht, aber ihr könnt Jeschua nicht an der Nase herumführen. If there's anything that's strange apparel, do you think that would be strange apparel in the temple? Wenn es irgendetwas an seltsamen Gewändern gibt, meint ihr nicht, dass das ein seltsames Gewand im Tempel wäre? Notice the priest also had to be barefoot Bitte erkennt auch, dass der Priester barfuß laufen musste. because they were standing on holy ground. Denn sie standen auf heiligem Boden. And the floor of the temple itself was sanctified. Und der Boden des Tempels selber war ja geheiligt. Nothing must interrupt between the priest and the floor. Nichts darf zwischen dem Priester und dem Boden stehen. It is said that if anything comes between the priest's feet and the floor, their service is invalid. Das heißt, wenn irgendetwas dazwischen kam, zwischen den Füßen des Priesters und dem Boden, dann war ihr Dienst unbrauchbar. This is why in Exodus 3:5, with Moses at the burning bush, God said, "Take your shoes off your feet." Deshalb heißt es auch in 2. Mose 3, bei Mose vor dem Dornbusch, ziehe deine Schuhe aus. Because it was holy ground. Denn da war ein heiliger Boden. Joshua 5:15, Josua 5, Vers 15. the captain of the Lord's hosts confronts Joshua. Der Chef der himmlischen Heerscharen konfrontierte Josua. And he says, "Take off your shoes off your feet, you're on holy ground." Ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Now this goes back to Isaiah 52:7, Das zieht sich zurück auf Jesaja 52, Vers 7, where it says how beautiful on the mountains are the feet that brings the gospel.
wo es wieder heißt, wie lieblich oder wie wunderschön sind die Füße derer, die das Evangelium verbreiten. that publishes peace, Diese Botschaft von Frieden verkünden, that publishes Yeshua. die Botschaft von Jeschua verkündigen. So we're to have nothing on our feet, but like the bees, we're to carry it, the gospel with it. Wir sollen nichts an unseren Füßen haben, sondern wir sollen mit unseren Füßen wie die Bienen das Evangelium verbreiten. In Isaiah 61:10, In Jesaja 61, Vers 10, it says, I will greatly rejoice in the Lord. da heißt es, ich werde mich sehr im Herrn freuen. My soul will be joyful in my God. Meine Seele wird jubeln im Herrn. Now listen to this part. Und jetzt hört diesen Teil genau zu. Now remember, this is Isaiah. Und das ist Jesaja. It says, He hath clothed me with the garments of Yeshua. Er hat mich mit den Gewändern Jeschuas gekleidet. He's covered me with the robe of righteousness. Er hat mich mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet. So what are the garments of Yeshua but the garments of the priesthood? Was sind die Gewänder Jeschuas, wenn es nicht die Gewänder der Priester sind? In, Des Priesterseins. In Leviticus 8:7, In 3. Mose 8, Vers 7 it talks about how the priest was girded with a girdle. heißt es, wie der Priester begürtet war mit einem Gürtel. In Isaiah 11:4 and 5, In Jesaja 11, Vers 4 und 5. and you're going to hear the book of Revelation in these comments. Und ihr werdet das Buch der Offenbarung in diesen Kommentaren mithören. It says, with righteousness he will judge the poor. Da heißt es, mit Gerechtigkeit würde er die Armen richten. It talks about how he'll smite the earth with the rod of his mouth. Er wird die Erde mit dem Schwert, mit dem Stab aus seinem Munde schlagen. With the breath of his lips he'll slay the wicked. Mit dem Atem seines Mundes wird er die Bösen vernichten. And righteousness will be the girdle of his loins. Und Gerechtigkeit wird der Gürtel um seine Lenden sein. And faithfulness the girdle of his reins. Und Treue der Gürtel of his Reins. R-E-I-N-S, like a Ja, kingdom reign. ja, genau, wird der Gürtel seiner Regierung sein. Wird das Zeichen seiner Regierung sein. Now, when you Ja. talk about smiting the earth with his mouth, does he sound like he's in a warrior mode? Wenn ihr hört, dass er die Erde schlagen wird mit dem Stab aus seinem Munde, klingt das nicht, als ob er in einer Kampfesstimmung wäre? And yet he has on priestly garments. Und doch hat er priesterliche Gewänder an. The Hebrew word for reins here, it means to be equipped for the fight. Und das hebräische Wort heißt, am Schluss heißt, vorbereitet sein für den Kampf. In Isaiah 59, verse 16 and 17, Jesaja 59, Vers 16 und 17. you're going to be familiar with this verse as well. Ihr seid auch mit diesen Versen gut vertraut. God said he saw that there was no man and wondered why there was no intercessor. Der Herr sah und wunderte sich, dass es keinen Menschen gab. Und er fragte sich, warum gibt es keinen Fürbitter? Therefore his arm brought salvation to himself. Deshalb hat sein Arm die Rettung sich selbst bewirkt. Then it says this, he put on righteousness as a breastplate. Und er zog Gerechtigkeit wie ein Brustpanzer an. This is the breastplate. Das ist der Brustpanzer. He put a helmet of salvation upon his head, Er hat einen Helm des Heils auf seinen Kopf getan. which is, he put the helmet of Yeshua on his head. Und das heißt, er hat den Helm Jeschuas auf seinen Kopf gehabt. He put on the garment of vengeance for clothes, Er hat das Gewand der Vergeltung als Kleidung genommen. and was clad with zeal as a cloak. Und er war mit Eifer gekleidet als ein Umhang. So the armor of the priesthood is for the one who's standing in the gap by intercessory prayer. Also, dieses Gewand des Priesters ist für den, der in den Riss eintritt, mit fürbittendem Gebet, Against the accuser of the brethren. gegen den Verkläger der Brüder. The priestly garments were made for warfare. Die priesterlichen Gewänder sind für die Kampfführung gemacht. The breastplate was used to discern God's will. Die Brustpanzer wurde gemacht, um Gottes Willen zu unterscheiden. Now remember, when Isaiah wrote these things, this was 700 BC, Als Jesaja diese Dinge schrieb, war das ungefähr 700 vor Christus, 600 years before Rome even existed. 700 Jahre bevor es Rom gab. In Numbers 4:30, In 4. Mose 4, Vers 13,
Vers 30, sorry. It gives the age of the priest who could minister. Da wird das Alter eines Priesters, der Dienst tun könnte, genannt. It was from 30 years old to 50 years old. Es war jetzt zwischen 30 und 50. It says, everyone that will enter into the service to do the work of the tabernacle. Jeder, der in diesen Dienst hineintritt, um an der Stiftshütte zu dienen. But do you know the Hebrew word for service here? Aber wisst ihr, was das hebräische Wort für Dienst heißt? It's savah, Savah. which means a mass of people organized for war, Das ist eine Menschenmenge, die organisiert ist für den Krieg. an army. Eine Armee. So just like we intercede, we're in a warfare, that's what the tabernacle was about. These priests were going to war in the service of the Lord. Genauso wie wir, wenn wir in der Fürbitte sind, in den Krieg ziehen, so waren das die Priester, wenn sie in den Dienst vor Gott in der Stiftshütte waren. Sie wandten sich in einem himmlischen Krieg. So here is your helmet of salvation. Hier seht ihr euren Helm des Heils. This was the crown that says, Holy to the Lord. Das ist die Krone, auf der steht, heilig dem Herrn. This is strange apparel. Das ist eine fremde Erscheinung. He's not talking about the garments of a Roman soldier. Paulus redet hier nicht von den Gewändern eines römischen Soldaten. Remember it talked about being clothed with the garments of Yeshua? Erinnert euch dran, ihr sollt mit den Gewändern Jeschuas angezogen sein. When Yeshua returns, Wenn Jeschua zurückkommt, I'll go back to it. muss Is he zurück, going to look like that? würde dann so aussehen. Did you see that? What? Ja, That is not the garments of Yeshua. das sind nicht die Gewänder Jeschuas. Ja, das ist eine fremde Erscheinung. Okay. In 2 Chronicles 6:41, In 2. Chronik 6, Vers 21 it says, "Let your priests be clothed with Yeshua." oder 41, lasst eure Priester so gekleidet sein wie Jeschua. In Isaiah 61:10, they were clothed with the garments of Yeshua. Und in Jesaja 61, Vers 10 sind sie so gekleidet wie Jeschua. In Revelation 19:11 through 14, Und Offenbarung 19, Vers 11 bis 14. 11 through 14. Ja, genau. It says everyone's coming back with white garments, which are the priestly garments. Heißt es, alle kommen sie zurück mit weißen Gewändern, das sind auch die priesterlichen Gewänder. So there's also to be nothing between you and holy ground but the gospel. Es soll auch nichts zwischen dir und dem heiligen Boden sein als das Evangelium. So here we see that's the helmet of salvation. Hier seht ihr den Helm des Heils. There's the breastplate of righteousness. Hier seht ihr den Brustpanzer, die Brustplatte der Gerechtigkeit. There's your belt of truth. Das ist euer Gürtel der Girdle of Wahrheit truth, yes. oder Treue auch. Right. There is the sword. Da ist das Schwert. Okay. And there's your feet with the gospel of peace. Das sind eure Füße mit dem Evangelium des Friedens. And he didn't have just a little shield. Und da hat er nicht nur ein kleines Schild, In Psalm 84:11 it says God is a sun and shield. denn im Psalm In Psalm 84:11, 84, Vers 11 heißt, Gott ist mir Sonne und Schild. and God isn't just some little Roman shield. Gott ist nicht nur wie ein kleines römisches Schild. He is the shield that completely encompasses you to protect you, Er ist das Schild, das dich völlig umschließt und dich völlig schützt. which we will talk to you more about tomorrow or Sunday. Darüber werden wir morgen oder am Sonntag noch mehr lehren. In Isaiah 17:38 and 39, In Jesaja 17, Vers 32 bis 39, it talks about how David had on a helmet of brass, a coat of mail, but he had to take it off. da ist die Rede davon, wie David solch einen bronzenen Helm anhatte und so eine bronzene Rüstung, aber er muss das alles ausziehen. In 1 Samuel 17:45, it says, "I come to you with the name of the Lord of hosts." 1. Samuel 17, Vers 1 Samuel 17:45. 45. Ich komme mit dir im Namen des Herrn. So we need to take that idea and get rid of it. Wir müssen also diese Vorstellung aufnehmen und die andere Vorstellung begraben. And thank you very much for this part.
Und vielen Dank für diesen Teil. Ich sehe es folgendermaßen. Ich sehe es genauso, aber weil wir Christen immer wieder an Waffen denken, beginnen wir einander zu bekämpfen, statt dass wir anfangen, füreinander zu beten. Even our enemy, we need to be praying for them, not cutting them apart with the word of God. Sogar unsere Feinde, wir sollten für sie beten, statt sie zusammenzuschlagen mit dem Wort Gottes. Even some people in the Hebrew roots movement use the Torah as a weapon to kill rather than to bring life. Sogar manche Menschen in der Tora-Bewegung benutzen die Tora, um zu töten, statt um Leben zu bringen. The same knife that can kill someone can also take out their appendix and save their life. Dasselbe Messer, das jemanden töten kann, kann auch ihren Blinddarm rausoperieren und ihr Leben damit retten. So practically what it means to be clothed with the garments of Yeshua means to literally put on Yeshua, to walk in him and to be a priest, not only a king like the king's kids, but also a priest and be interceding for people. Also, das heißt, diese Waffenrüstung heißt, die Gewänder Jeschuas anziehen, in Jeschua zu leben, mit ihm und als Priester zu leben, für die Menschen immer wieder zu beten. Remember the belt of truth? Dieser Gürtel der Wahrheit It says speak the truth in love. heißt, sprech die Wahrheit in der Liebe. Sometimes we speak the truth, but it's not very loving. Manchmal reden wir die Wahrheit, aber es ist nicht sehr liebevoll. And we need to rely on God's protection as well as our sun and shield. Wir müssen auch uns auf Gottes Schutz verlassen, als unsere Sonne und unser Schutz, unser Schild. And with the sword, the word of God, we can't add to it or subtract from it. Und mit dem Schwert, dem Wort Gottes, wir dürfen nicht zu dem Wort addieren oder etwas davon abziehen. So when we share, it's got to be the pure word, not our thoughts. Wenn wir das Wort weitergeben, dann muss das reine Wort sein und nicht unsere dazu addierten Gedanken. Remember, it says to put on the mind of Christ. Erinnert euch dran, wir sollen den Sinn Christi anziehen. That's the helmet of Yeshua, putting on his mind, thinking his thoughts. Das ist der Helm Jeschuas, dass wir seine Gedanken denken. Right, and then obviously we're to be carrying the good news. Und ganz offensichtlich sollen wir die frohe Botschaft weiterbringen. But it has to be, our walk has to be holy. Aber unser Wandel muss heilig sein. So, thank you very much. The breastplate? Oh, the breastplate, if you remember, was used by the priest to discern God's will. We need to be finding out what is God's will, not our will. Und diese Brustplatte, erinnert euch, sie wurde von den Priestern dazu verwendet, um herauszufinden, was Gottes Wille ist. Und genau das müssen wir tun, herausfinden, was sein Wille ist und nicht, was unser Wille ist. It's not my will be done, it's your will be done. Es geht nicht darum, dass mein Wille geschieht, sondern dass sein Wille geschieht. Or my wife's will. No, just kidding. Ja. Okay. Doesn't the breastplate also protect the heart? Schützt nicht diese Brustplatte auch noch das Herz? Yes, it's there to protect your heart, exactly. Es ist auch Yes. da, um unser Herz zu schützen. How? He's asking you how. Oh, it represents covering and protect, just like the Word of God. If we walk in that Word and we meditate and keep our heart pure, then we're able to more easily walk as Yeshua would have us. Wenn wir über das Wort nachdenken und dann werden wir fähig sein, reiner zu wandeln und ähnlicher Jeschua zu sein. Und das wird unser Herz bewahren. Also, along that line, we're not going to be so easily offended by people's words. Auch auf diesem Weg werden wir nicht so leicht gekränkt sein durch die Worte anderer Menschen oder verletzt. Auf der Brustplatte waren 12 Steine. Könnte man eben sagen, dass der Priester die 12 Stämme auf dem Herzen durch Gebet. Yes, but also on his shoulders. And so if you remember, do you remember everything on earth was patterned after what was in heaven? Ja, er trug diese 12 Stämme an seiner Brust, aber auch auf seinen Schultern. Erinnert euch, alles, was auf der Erde hier geschah, in dieser Stiftshütte, war ein Muster, eine Nachbildung dessen, was im Himmel sich befand. That meant in heaven, even before Yeshua came, he had the children of Israel's names on his shoulders, carrying their burdens and upon his heart. Das heißt, im Himmel, sogar bevor Jeschua kam, hat er die Namen der 12 Stämme auf seinem Herzen, auf seinen Schultern getragen.
And they're still on his heart today. Und sie sind immer noch auf seinem Herzen heute. Ja, und es waren ja Edelsteine, also rein, also reine Steine. Ja? Und auch das Metall war ja rein. Ja? Und das sehe ich auch immer, das ist mir immer so, wird mir immer wichtiger, diese Reinheit, die das ausstrahlt, das ganze Gewand. Gets more and more important for him. Awesome, that's great. A side note, I'm not going to tell you the answer, but I'll let you research it. Wann was? A side note, just another thought. Noch einen Nebengedanken, den werde ich euch jetzt nicht ganz verraten. Ihr sollt auch selber Nachforschung tun. In Ezekiel 28, where it mentions Lucifer and he has a breastplate, In Ezekiel 28, wo von Luzifer die Rede ist, davon, dass er eine Brustplatte hatte, do you know it only mentions 9 stones, not 12? da werden nur 9 Steine genannt, nicht 12. But did you know the 3 stones that were missing were all camped on the west side and all came from just one of the 4 mothers? Aber all die Steine, die gefehlten, die kamen alle vom Westen, from the west The side, west side of where they camped. wo sie das Israel sein Zeltlager hatte. Und Aaron had 3 sons, ja, und Aaron hatte nämlich 3 Söhne, Gershon, Merari, and Kohath. Gershon, Merari und Kohath. Gershon camped on the north. Gershon hat im Norden kampiert, Merari was on the west, Merari am Westen and Kohath was on the south. und Kohath am Süden. And there was 3 tribes on the north, 3 on the west, 3 on the south, 3 on the east. Und es gab jeweils 3 Stämme im Norden, Westen, Süden und Osten. And the 3 on the west were the 3 stones that were missing on Lucifer's breastplate. Und die 3 Stämme am Westen waren die 3, die fehlten auf Luzifers Brustplatte. And they all came from Rachel. Und es waren alles die Söhne von Rahel. It was Ephraim, Manasseh, and Benjamin. Das war Ephraim, Manasse und Benjamin. And I'll let you try to figure out why. Und ihr sollt jetzt herausfinden, wieso.